So, guten Tag, Benjamin Brumer von der Firma UBM. Diesmal machen wir ein Kurztutorial über Drivelog. Wir sind Partner seit 2005 und kurz vor Ostern wollen wir versteckte Funktionen in der Software suchen, so wie wir es auch für NetCrunch gestern gemacht haben. Anlass zu diesem Video ist ein Artikel von Security Insider über die Ransomware-Gruppe Ghost aus China und wo die Taktiken präsentiert wird, wie ein Ransomware-Angriff stattfinden kann. Die ersten und zweiten Taktik können Sie mit Application Control Modul von Drivelog entsprechend sich dagegen schützen. Das hat aber nicht alle Kunden, und für diejenigen, die mit Device Control unterwegs sind, dann können wir schon bei der dritten Taktiken, wo es darum geht, lokale User zu definieren, um laterale Bewegungen zu machen, kann man sich entsprechend schützen. Aber zuerst präsentiere ich mal die erste versteckte Funktion in Drivelog, und das ist nämlich die SIEM-Integration. Wenn Sie in der DOC sind, können Sie unter das Rad, das Konfigurationrad auf Backend draufgehen, im Suchmenü einfach nach Syslog suchen, und da wird es schon gezeigt, wo kann man diese Konnektor konfigurieren, und hier kann man die Syslog-Integration dann konfigurieren, damit die Event, welche von der Agent an den zentralen Server geschickt werden, weiterhin zu ihrer SIEM-Lösung. Und man kann es entweder alle Events, die reinkommen, schicken oder das auch vorfiltern. Die zweite versteckte Funktionalität, was ich Ihnen zeigen möchte, dreht sich um das Thema EDR. MDR, XDR, wie auch immer man das nennt. Das ist Bestandteil von Drivelog, und darüber können Sie Alarm über Ereignisse von Drivelog, aber auch über Drittanbieterereignisse entsprechend auswerten und Aktionen generieren. Ein Implementierungsbeispiel. Wir haben gerade gesehen, dass diese Großgruppe würden recht schnell lokale User erstellen. Und das kann ich hier simulieren auf mein System, wo mein Agent da entsprechend läuft. Tue ich mal eine neue User hinzufügen in meine lokale User-Datenbank. Wenn ich die Berechtigung hätte, würde ich das auch als Administrator machen. Dann wird es registriert von Drivelog, und der Agent ist so konfiguriert, dass er sofort dieses User entsprechend löscht. Jetzt ist er gelöscht. Das heißt, nicht nur ist dieses Event zu Ihrer SIEM oder Ihre SOC geschickt worden von der Drivelog-Server, sondern haben wir auch proaktive Maßnahmen getroffen und haben ja sofort gesagt, wir entfernen dieses User. Hier muss man aufpassen, dass bestimmten Integrationen in Ihrer Landschaft nicht kaputt gemacht werden. Das heißt, wenn Sie Software verwenden, um die lokale Benutzer zu pflegen, dann muss natürlich aufgepasst werden, dass diese Änderungen, die von dieser Software kommen, nicht rückgängig gemacht werden. Die Implementierung passiert in der Policy von Drivelog, von dem Agent. Das heißt, jetzt muss ich mal in der Policy Editor gehen, und wir nehmen als Beispiel eine Test-Policy, um diese Konfiguration gemeinsam vorzunehmen. Und das Ganze ist unter Event and Alerts. So, das erste, was ich machen muss, ist mein Third-Party-Event definiert. Hier ist es eine Microsoft-Provider, aber grundsätzlich können Sie mit alle andere Provider auch arbeiten. Und wir fügen einen neuen Provider hinzu. Dieses Event, dessen neue User hinzugefügt wurde, der befindet sich in der Security Auditing von Microsoft. Und hier kommt schon der Hinweis, dass wir unbedingt jetzt auch ein Event aktivieren sollten, sonst geht der Provider dann aus der Konfiguration weg.
So, und das Event, was wir brauchen, ist 4720. Wir können auch dann danach suchen. Benutzer wurde hinzugefügt. Das ist Benutzerkonto wurde erstellt. Genau, und indem ich das öffne, sehe ich, dass das ja jetzt konfiguriert ist. Aber wie ich gesagt habe, wir müssen aufpassen, dass es nur Änderungen oder nur Event-Rückgänge gemacht werden, die nicht von unserer Provisionierungssoftware oder Pflegesoftware gemacht wird. Das heißt, an der Stelle werden wir eine Filter definieren, um nur die Event einen Alarm zu setzen, für die, die nicht von unserem Account kommen, die normale Änderungen durchführen darf. So. Das heißt, hier sage ich, dieses Event geht an der Drivelock Enterprise Service, wo die Alarm gefeuert wird, aber nur unter die Bedingung, da mache ich ein Kriterium, dass der Kontoname, der dieses Event generiert hat, nicht meine Verwaltungssoftware entspricht. Das heißt, wir nehmen Parameter 5 und wir sagen, der entspricht nicht meine entsprechende Konto. Bei uns wäre das der Netrix Privilege Secure, der diese Labs-Verwaltung, wenn man will, vornehmen würde. Und was wir auch uns zusätzlich merken müssen, ist, dass in der Eventliste bzw. in der Parameterliste Parameter 1 der Kontoname bekommt, welcher eingelegt wurde. Das ist wichtig, damit wir das auch löschen und nicht alle Account löschen. So, dann müssen wir für die Alarm ein Skript erstellen, der entsprechend diese User löschen wird. Da kann man ein neues PowerShell-Skript verwenden und Benutzer löschen. So, hier kann man sich mit ChatGPT oder ihrer AI, ihrem Wahl nutzen. An der Stelle ist es nur die Syntax von dem Parameter, welcher an dem Delete, an den Delete Commandlet geschickt wird, übergeben wird. Das heißt, hier muss ich nur noch einen Parameter definieren. Das ist meine Username. So, und schon ist mein Skript fertig. Dann brauche ich eine Kategoriedefinition. Einfach auf Neu, Kategorie und dann einen Namen geben. Hier habe ich schon eine Kategorie, die heißt UBM Internal. So, und jetzt habe ich alles zusammen. Meine Eventfilter, mein Response und meine Kategorie. Ich muss es zusammenfügen, um eine Alarme zu definieren. Neue Alert-Definition. Account angelegt und gelöscht. Das ist kritische Alarme von der Kategorie UBM Internal. Die Bedienung, das ist die gleiche wie mein Filter. Also ich kann es natürlich meinen Filter übernehmen. Meine Response kann ich auch gleich hinzufügen. Und jetzt muss ich nur noch diese Parameterübergabe konfigurieren. Das heißt, ein Parameter brauche ich, das ist dieser Username. Der wird vom Event kommen. Das heißt, hier mache ich das erste Mapping. Username kommt von P1. Sie hören ja sich, das ist der Kontoname, was angelegt wurde. Zweite Mapping, das geht um den Skript. Der muss in den Skript dann reinkommen. Das heißt, editieren. Und dieses P1, was in der Skript konfiguriert ist, das bekommt er meine Value Username. So haben wir ein Mapping in beide Richtungen zwischen dem Event, meine Alarm und meine Response. Und schon habe ich meine Alarm definiert. Wie sieht es in der DOC aus? Ich kann auf mein Drivelock Dashboard drauf gehen und da habe ich einen Reiter Alerts und hier unter meine UBM Internal sehe ich die ganze Versuch, die ich schon gemacht habe,
dieses Video zu zeigen. So, danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.